Hallo liebe Freunde des grünen Daumens, mein Name ist Michi, herzlich willkommen bei einer weiteren Folge von Herbs and Terps. Und schaut mal, was endlich mich hier erreicht hat. Ihr habt es schon gesehen, unser Sponsor der Folge ist Spider-Pharma. Und Spider-Pharma war mir ja noch eine Lampe schuldig. Wir haben ein Upgrade für unser 70x70x160er Zelt der Firma Spider-Pharma bekommen. Da haben wir uns jetzt schon den Inline-Vent angeguckt mit dem GGS-Controller. Wir haben uns den Luftbefeuchter von Spider-Pharma angeschaut in der 5-Liter-Variante. Und jetzt hat uns Spider-Pharma noch versprochen, dass unsere 100 Watt Funzel, die SF1000 Evo-Lampe, ein Upgrade bekommen soll. Und zwar soll sie ersetzt werden durch die SE1500er Lampe, also eine Lampe mit 150 Watt. Und diese Lampe, die SE1500, hat ebenfalls die Samsung Evo LED-Chips, die durch eine besondere Effizienz sich auszeichnen sollen, was wir bei der SF1000 Lampe auch schon bewundern durften. Wir erinnern uns an die wunderschöne Rokukuku, die da drin stand, die wirklich, wirklich tolle Blüten geliefert hat. Und dann würde ich sagen, machen wir jetzt nicht lange rum, bauen wir diese Lampe doch mal hier aus dieser Box aus, gucken wir mal, was mitgeliefert wurde. Die Box von außen sehr unscheinbar, also wer sich damit nicht auskennt mit der Materie, wird hier keine Grow-Lampe drin vermuten. Wir bekommen von Spider-Pharma das klassische Spider-Pharma Sticker-Set zugeliefert. Werdet ihr bei mir im Zelt oder sonst irgendwo sehen, weil ich einfach diese Designs nicht mag. Aber das ist einfach Geschmackssache. Aber ihr bekommt bei jeder Lampe diese Sticker mit dazu. Wir bekommen eben auch diese Bedienungsanleitung mit beigelegt, wo nochmal drin steht, welche Chips verbaut sind, was für eine Effizienz diese Samsung LED-Chips mit sich bringen und wie viel Watt die Lampe natürlich verbraucht. Und jetzt sehen wir, das Ganze ist das natürlich hier wirklich super verpackt mit viel Schaumstoff, damit die Lampe natürlich sicher bei euch ankommt. Und das packe ich jetzt eben erstmal aus und dann gucken wir sie uns gleich nochmal genauer an. So, meine lieben Freunde, ich habe mich jetzt durch die Box gewühlt und hier liegt nun alles, was mitgeliefert wurde. Wir haben hier einmal das Stromkabel mit dem üblichen Schuko-Stecker und dem Kaltgerätesteckeranschluss, der hier verbunden wird. Das Ganze endet in dem Netzteil. Das Netzteil und die Steuerungseinheit, das war beides demontiert, aber das ließ sich gerade ganz einfach hier in diese Aluprofile einklipsen, das Netzteil. Und die Steuerungseinheit hier vorne, die ließ sich auch ganz leicht hier einklipsen. Also das war innerhalb von einer Minute aufgebaut. Fangen wir doch am besten auch mal mit dieser Steuerungseinheit hier an. Wir haben hier so ein stufenlos einstellbares Drehrad, mit dem man dann die Intensität der Lampe einstellen kann. Wir haben hier an der rechten Seite einen RJ12-Port, mit dem man über ein RJ12-Kabel letztendlich mehrere Lampen miteinander verbinden kann oder eben dann direkt an den GGS-Controller. Das werden wir uns natürlich noch in Ruhe angucken. Oder aber auch diese Lampe lässt sich direkt mit Bluetooth mit der Spider-Pharma-App verbinden, was für mich natürlich auch eine interessante Option darstellt. Das werde ich auch ausprobieren und natürlich werde ich euch sagen, wie gut das funktioniert. Also wir haben hier wirklich viele, viele Möglichkeiten, entweder direkt über Zeitschaltuhr und dieses Stellrad die Lampe zu steuern oder eben über die Apps, je nachdem, was ihr gerne machen möchtet. Und ansonsten sehen wir hier letztendlich diese 3 Lichtbalken, in denen die verschiedenen Samsung LED-Chips verbaut sind. Insgesamt hat diese Lampe eine Leistung von 150 Watt. Und was ich toll finde im Vergleich zur SF1000 Evo-Lampe, die wir momentan im Zelt haben, dass diese Lampe einfach eine schön größere, flächigere Ausleuchtung hat, im Gegensatz zu der anderen Lampe. Dass sie hier zwischendrin Freiräume hat, heißt, hier kann besser Luft zirkulieren. Wir haben im Zelt den Ventilator immer so von oben auf die Lampe drauf pusten, sodass hier einfach noch ein bisschen Kühlung stattfinden kann. Und jetzt kann die Luft hier auch noch freier, auch zwischen diesen Kühlkörpern der Lampenbalken zirkulieren. Auch wenn ich sagen muss, dass die SF1000 im letzten Grow, wir erinnern uns an die Rokukuku OG, schon wirklich, wirklich tolle Ergebnisse geliefert hat. Aber das wird sich jetzt mit dieser SE1500 Lampe von Spider-Pharma mit Sicherheit nochmal optimieren lassen. Leute, ich bin wirklich gespannt und wir werden diese Lampe jetzt auch gleich gemeinsam aufhängen. Dann gucken wir sie uns doch mal im Setup an.
Und dann schauen wir uns natürlich auch unsere Schützlinge an, die White Widow und die Trainwreck, die jetzt in Woche 3 sind. Also Leute, kommt mit runter in den Keller. So, meine lieben Freunde, und damit herzlich willkommen hier im Grow Keller von Herbs and Terps. Und wir beginnen hier natürlich wieder auf der linken Seite mit unserem Spider Farmer Setup von unserem Sponsor des heutigen Videos. Wir erinnern uns, das Zelt selbst habe ich damals mit der SF1000 Evo Lampe und einem Inline-Vent und Ventilator im Set gekauft. Spider Farmer hat uns ja schon diesen Inline-Vent hier mit dem GGS-Controller zugesendet. Der wird gesteuert über diesen Temperatur- und Luftfeuchte-Sensor, der an dem GGS-Controller hier zu unserer Rechten, da liegt er, angeschlossen ist. Und der hält hier unsere Temperatur und Luftfeuchtigkeit aktuell in einem Bereich von etwa 65%, was für unsere Pflanzen, kleine Korrektur, wir sind nicht in der 3. Woche, wir sind mittlerweile in der 4. Woche. Ich habe es letzte Woche nicht geschafft aufzunehmen, aber erstmal optimal ist. Auf diesen Inline-Vent folgt unser normaler Ventilator, der hier wirklich ganz gemächlich auf Stufe 1 in der oszillierenden Bewegung seine Runden dreht. Und das reicht mir auch vollkommen. Ich muss hier meiner Pflanze keinen Orkan schaffen. Mir geht es wirklich eigentlich nur darum, dass hier ein bisschen Luftbewegung stattfindet. Und wenn ich mir das Stämmchen von dieser kleinen Pflanze hier unten gerade mal anschaue, dann reicht das auch wirklich vollkommen. Also das ist schon ganz gut einen halben Zentimeter dick. Das sieht ganz stabil aus. Und ja, das ist tatsächlich der Ventilator, den ich mir selbst mit dem Set gekauft habe. Und der läuft jetzt seit über einem Jahr hier quasi ununterbrochen und macht seine Arbeit wirklich sehr, sehr gut. Also so viel dazu. Das ist hier die ältere Version. Das ist dieser dreiflügelige Standardventilator, würde ich mal so sagen, der mit dem Set geliefert wurde. Ist halt auch nicht mit dem Controller oder so verbunden. Aber das, was er machen soll, macht er wirklich sehr, sehr gut. Ja, und dann haben wir natürlich den Star des heutigen Videos. Wir haben sie gerade eben ausgepackt. Das ist die SE1000er Lampe, 1500 Lampe mit den Samsung Evo LEDs. Kurz auch nochmal zur Anmerkung, diese LEDs von Samsung, die werden nicht mehr produziert werden, also werden wahrscheinlich auch die Modelle mit den Evo LEDs langsam auslaufen. Also nutzt am besten jetzt noch die Gelegenheit, falls ihr eine Lampe mit Evo LEDs von Samsung haben möchtet, dann schlagt am besten jetzt noch zu. Und auch zur Erinnerung, wenn ihr meinen Code Herbs and Terps bei Spider Farmer verwendet, bekommt ihr natürlich auch nochmal 8% Rabatt. Also nutzt das Ganze, ihr würdet mich damit ein kleines bisschen unterstützen. Genau, ansonsten würde ich sagen, machen wir einen kleinen Schwenk eben mal hier an unserem Schützling vorbei. Den gucken wir uns nämlich gleich nochmal in der Ruhe an. Gucken wir uns an, was hier unten gemacht wird. Zur Erinnerung, wir haben hier diese Selbstbewässerungsstationen, wo man Wasser einfüllen kann und die werden quasi über Schnüre hier in den Stofftopf reingesogen. Aktuell ist hier kein Wasser drin, weil nämlich diese Erde, die hier momentan in den Stofftöpfen drin ist, immer noch so feucht ist, also dadurch, dass hier diese Folie mit eingearbeitet ist, ja, dieser Moisture Stabliner, hält sich die Feuchtigkeit in der Erde wirklich unglaublich lange. Ich habe jetzt, seit die Pflanzen da drin sind, nichts gemacht, außer vielleicht hier oben so ein bisschen mit dem, ja, mit dem Sprüher die Feuchtigkeit, also dass dieser Boden nicht austrocknet, damit natürlich hier der Klee auch wachsen kann. Aber ansonsten habe ich bisher wirklich keinen Schluck Wasser mit dazugegeben. Hier drin sind 50 Liter von Sonnenerde. Die haben bereits mit der Rukukuku OG schon einen kompletten Grow gesehen. Und wir haben das Ganze mit 200 Gramm von dem Grow Shot von Couple of Plants wieder angereichert. Ja, und letztendlich werden wir sehen, wie diese Erde nach einem Grow Shot performt und ob sie unsere Pflanze weiterhin gut versorgen kann. Genug über Setup gebabbelt. Ich würde mal sagen, wir gucken uns jetzt die White Widow an. So, und hier steht sie nun, unsere Pflanze, die White Widow von Royal Queen Seeds. Die steht jetzt aktuell mit einem Abstand von etwa 30 cm unter der SE 1500 Lampe. Und die Lampe ist auf etwa 53% geregelt. Ja, ich habe die Lampe jetzt momentan manuell an der Zeitschaltuhr angestellt. Ich habe sie noch nicht mit dem GGS-Controller verbunden. Das werde ich aber in den nächsten paar Tagen mal ausprobieren und dann werde ich euch das in einem der nachfolgenden Videos auch nochmal zeigen, wie gut das funktioniert. Und wie ihr sehen könnt, die ist in einem Abstand von etwa 30 cm unter dieser Lampe und wurde mit Hilfe der Photon-App von mir auf eine PPFD von 400 bis 500 aktuell eingestellt. Und da darf sie jetzt auch die nächste Zeit erstmal so wachsen. Ihr seht, ich habe hier in der Mitte
schon den Haupttrieb getoppt und das Ganze habe ich nach der 1, 2, dritten Nodie gemacht. Ihr habt meine älteren Videos wahrscheinlich auch schon gesehen, weil wir auch wieder mit dieser Pflanze hier eine Erziehung nach dem Mainlining-Prinzip machen werden. Heißt also, wir werden diesen Haupttrieb bzw. Seitentrieb nach der zweiten Nodie um 90 Grad etwa hier lang führen und dann auch nochmal toppen. Das gleiche werden wir auf der anderen Seite machen und natürlich mit den beiden Trieben hier oben auch, damit wir auf insgesamt 16 Seitentriebe kommen. Das hat bei der Rokukuku und bei der GG4 beim letzten Grow ganz gut geklappt und das werden wir auch hier wieder wiederholen. Und dann bin ich mal gespannt, wie gut hier unsere White Widow, die jetzt in der 4. Woche ist, das Ganze mit sich machen lässt natürlich und gucken wir uns dann auch die Blüten an, die diese Pflanze dann ausbilden wird. Ich bin momentan auf jeden Fall sehr zufrieden. Eben, man sieht hier noch so ein bisschen kahle Stellen von dem Covercrop, was ich da ausgesät habe, aber da werde ich noch ein bisschen was nachsehen. Ich denke mal, das hat einfach damit zu tun, dass wir ja hier das Samenkorn der White Widow wirklich direkt einmal unten reingesteckt haben, ohne irgendwas vorzukeimen und parallel dazu das Ganze hier ausgesät haben. Ich hatte das Ganze dann nicht abgedeckt, sodass natürlich das Keimen von dem Covercrop nicht so optimal war. Aber ansonsten sieht das Ganze doch, ja, würde ich mal sagen, nach einem schönen Living Soil Beet aus. Apropos Couple of Plants, ich würde sagen, wir wechseln jetzt ins Zelt rechts nebendran und dann gucken wir uns die Trainwreck von Royal Green Seeds nochmal genauer an. So, und damit herzlich willkommen bei der Trainwreck von Royal Green Seeds. Ja, wir haben gerade einen 100%igen Royal Green Seeds Grow vor uns. Auch in dem anderen, im kleineren Zelt hier nebendran befindet sich gerade ein ganz kleines neues Pflänzchen von Royal Green Seeds. Aber da werde ich in einem separaten Video nochmal drauf eingehen. Hier haben wir jetzt die Trainwreck stehen und schaut es euch mal an, wie wunderschön sie wirklich aussieht. Also ich habe das Gefühl, dass die hier vom Wachstum wirklich richtig schön buschig wächst. Kann natürlich an der Sorte liegen, kann aber natürlich auch an dieser Erde hier liegen, die hier drin ist. Hier befindet sich immer noch 50 Liter von Couple of Plants Living Soil drin. Auch diese hat bereits den Grow mit der GG4 schon einmal gesehen. Und wir haben auch diese mit dem Grow Shot von Couple of Plants mit 200 Gramm wieder angereichert und werden auch diese sozusagen wiederverwenden, ohne dass ich hier einmal umgegraben habe. Hier befindet sich auch noch das komplette Wurzelwerk drin von der GG4 und diese Pflanze, ja, wird jetzt das alte Wurzelwerk durch neues Wurzelwerk ersetzen. Wir haben natürlich auch hier und in der anderen Erde sind Regenwürmer mit drin, die wir dazu gegeben haben, die also altes organisches Material in neues wertvolles organisches Material bzw. in Dünger in Form von Humus umwandeln, von dem die Pflanze dann natürlich auch sich ernähren kann. Auch hier bisher kein einziges Mal gegossen. Ich habe auch noch keinen Komposttee dazu gegeben, weil einfach die Erde wirklich so feucht ist und ich einfach Angst habe, dass mir die Pflanze hier absäuft. Ich wässer, wie gesagt, mit dem Drucksprüher hier von oben, habe aber bisher weder in der Selbstbewässerungsstation unten noch von oben wirklich mal größere Mengen gewässert. Soll auch erstmal nicht das Problem sein, solange die Pflanze wirklich so gut hier dasteht. Ich kontrolliere nahezu täglich wirklich die Bodenfeuchtigkeit und sobald ich sehe, dass die unter ein gewisses Level fällt, werde ich das erste Mal auch direkt mit Komposttee in beiden Fällen dann die Pflanzen gießen. Ja, also ich muss sagen, die Trainwreck gefällt mir optisch momentan wirklich nochmal wesentlich besser als die White Widow. Ich drehe sie mal ein bisschen. Aber auch hier werden wir natürlich demnächst in den nächsten Tagen, ich sehe schon hier der Trieb, der schießt jetzt langsam hier richtig raus, werde ich mit dem Mainlining beginnen. Also wir werden das dann in den nächsten Aufnahmen auch sehen, dass ich hier mit diesen Bodenankern, ich schnappe mal eben ein, ne? Mit diesen billigen Bodenankern, die ich mir damals bei Amazon gekauft habe, ich recycle die auch wenn die so langsam ein bisschen olle aussehen. Naja, vielleicht ist es einfach ein bisschen zusätzlicher Eisendünger, der dann unten in die Erde reinkommt. Wird das Ganze dann hier am Boden entlang geführt, damit wir halt einfach diese Fläche von dem Anbauraum wirklich maximal nutzen können. Wer von euch das erste Mal jetzt zuguckt und ich weiß, was auf euch zukommen wird, schaut doch mal in meine Shorts rein. Da sind die letzten Grows dokumentiert und die zeigen, finde ich, ganz gut, wie man mit Hilfe dieses Mainlinings so ein 70 x 70 x 1,60er Zelt ganz gut gefüllt bekommt. Auch diese Pflanze ist unter einer 150 Watt Lampe ebenso bei 400 bis 500 ppfd und einer Raumluftfeuchtigkeit von 65% eingestellt. Die Temperatur ist eigentlich immer so um die 25 bis 26 Grad.
Ja, und dann würde ich sagen, lassen wir die Pflanzen doch einfach mal schön weiter wachsen. Wir werden uns auf jeden Fall in den nächsten Wochen hier nochmal angucken, wie es im Sinne des Mainlinings weitergeht und wie die Pflanzen das vertragen. Das ist nämlich eine ordentlich stressige Phase für die Pflanzen. Die bekommen sehr viel weggeschnitten, immer wieder die Haupttriebe gekürzt. Ja, und wir werden uns mit den nächsten Videos wieder um das andere kleinere Zelt mit unseren Automatic-Pflanzen kümmern. Und worauf ich mich ganz besonders freue, wir werden zusammen in die Küche gehen und wir werden zusammen Gummibärchen machen. Genau. Vielleicht erinnert ihr euch ans andere Video. Da haben wir einen Gummy-Mixer zugeschickt bekommen und den werden wir natürlich testen. Also, ich freue mich drauf und freue mich drauf, wenn ihr dann bald wieder einschaltet. Gebt dem Video doch ein Like und gebt dem Kanal ein Abo. Und dann würde ich sagen, bis bald. Macht's gut, meine Lieben. Tschüss.